Hallo zusammen, mein heutiges Thema sind Steuerförderungen Teil 3 und konkret der Wegfall des Investitionsabzugsbetrags für PKWs. Was ist passiert? Sie haben ordnungsgemäß ein IAB gebildet in einem Jahr. Das dürfen Sie, Sie müssen ja nicht mal einen Nachweis liefern. 2, 3 Jahre später haben Sie tatsächlich einen PKW angeschafft. Sie waren verpflichtet, ein Fahrtenbuch zu führen, haben das auch getan. Allerdings ist Ihr Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß. Früher waren es mal kleinere Mängel, heute müssen es größere sein. Es ist völlig egal. Ich habe in meiner 20-jährigen Berufserfahrung nie ein Fahrtenbuch erlebt, das glatt durchgegangen ist. Es ist immer Gesprächsgrundlage. Kommen wir zum schlechtesten Fall und der Finanzbeamte ist der Meinung, es ist nicht ordnungsgemäß. Damit haben Sie also Ihre mindestens 90-prozentige betriebliche Nutzung nicht nachgewiesen und können Sie auch nicht nachweisen. Dann fallen Sie in die 1% Besteuerung zurück, was aber auch bedeutet, dass der Pkw zu mehr als 10% als privat genutzt gilt. Damit erreichen Sie die 90% nicht. Die Förderung des IABs fällt für diesen Pkw weg. Man geht also zurück in das Jahr, wo Sie die Einkommensteuer und Gewerbesteuer gespart haben, weil Sie den IAB gebildet haben. Das wird rückabgewickelt, es wird so getan, als würde diese Gewinnminderung nicht passiert sein. Die Einkommensteuer- und Gewerbesteuernachzahlung passiert. Plus, wenn sie mehr als 15 Monate zurückliegt, dann haben Sie auch noch eine Verzinsung darauf zu bezahlen. Letztendlich, ja, mit dem Fahrtenbuch muss man immer sehr vorsichtig sein. Es werden Ihnen viele elektronische Fahrtenbücher angeboten, aber die sind auch mit Vorsicht zu genießen, was ich Ihnen in meinem nächsten Video zeigen werde. Thanks for watching.